Es wird mal wieder Zeit, dass ich meine Rasenkanten schneide. Und um dieses Thema geht es heute. Ich habe ein neues Tool und das stelle ich euch heute vor. Ich finde, es gibt nichts Schöneres und nichts Geileres als ein frisch und perfekt gemähter Rasen. Doch eins ist mir persönlich immer etwas ein Schandfleck, und zwar sind die Rasenkanten. Ich finde, wenn die Rasenkanten nicht richtig, unsauber oder gar nicht geschnitten sind, das sieht einfach nicht wirklich schön aus und trübt einfach die gesamte Optik vom Rasen. Wir haben zum Thema Rasenkanten schneiden schon mal ein Video gemacht, das blenden wir euch oben ein. Da ging es um den Wolf Rasenkantenschneider, der kostet um die 40 Euro. Mit dem bin ich und war ich schon immer sehr zufrieden, das ist ein handbetriebener. Doch es gibt natürlich auch akkubetriebene und so ein Gerät habe ich jetzt seit neuestem und ich muss sagen, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Doch nicht nur die Rasenkanten sind mir persönlich immer Dorn im Auge, sondern auch meine Ränder. Denn ich habe einen Spielturm und ich glaube, ganz viele haben einen Spielturm oder haben Bäume drin oder andere Gegenstände oder Hindernisse im Rasen. Und da finde ich einfach, egal was für ein Mäher ihr habt, ob ihr ein Spindelmäher habt oder ein Sichelmäher, man kommt nie ganz bis an den Rand. Doch wie man die Horizontale schneidet, das zeige ich euch heute ebenso. Für den horizontalen Schnitt nehme ich von Ego den Rotocut und für meine Rasenkanten habe ich einen speziellen Rasenkantenschneider. Und das Ganze kommt an ein Multitool, auch von der Firma Ego. Und warum ich mich für Ego entschieden habe, das ist ganz klar die Akkutechnologie, denn da sind sie einfach unschlagbar. Und genau aus dem Grund fangen wir mal mit dem Thema Akku an. Der ein oder andere wird sich jetzt fragen, wer oder was ist Ego oder Ego oder wie man es auch immer im Deutschen ausspricht. Die Firma Ego oder Ego ist ein Hersteller, der ausschließlich Akkugeräte herstellt, vor allem Gartengeräte. Und schaut euch mal diesen Katalog an. Die haben Produkte, der Katalog ist ein halbes Telefonbuch und die sind erst seit 2014 auf dem europäischen Markt und dadurch sind sie auch hier in Deutschland noch nicht so bekannt. Das mag aber nicht heißen, dass die schlechte Produkte haben. Im Gegenteil, die sind absolut Marktführer, was die Akkutechnologie angeht. Und die ist wirklich sehr beeindruckend. Ja, warum bin ich so begeistert von diesem Akkusystem? Punkt Nummer 1 ist, die haben 56 Volt Anspannung. Und ich finde, bei einem Akkugerät, ein Akkugerät, egal welches Akkugerät, Rasenmäher oder Kantentrimmer, egal was, er braucht ordentlich Power. Und die Voltzahl liefert natürlich auch die Power und vor allem auch der Akku, die Amperestunden, die Kapazität. Und das ist wirklich ein abartiges Teil. Die Akkus generell gibt es in mehrere Größen. Wir haben jetzt zum Beispiel hier in diesem Gerät, das ist übrigens das Multitool, was ich benötige zum Antreiben von den Rasenkanten. Das ist jetzt ein ganz kleiner Akku mit 2,5 Amperestunden. Das ist ein größerer Akku mit 5 Amperestunden. Und es gibt natürlich auch 7,5 Amperestunden. Und hier ist sogar noch einer mit 10 Amperestunden. Und das Teil ist mal richtig, richtig schwer. Ja, ich habe ja einen Stirling, ich habe einen LS Stirling und da ist schon Ego verbaut. Da ist der Akku von Ego und auch die 2 Antriebsmotoren für die Spindel und für den Vortrieb von Ego verbaut. Und da muss ich sagen, ich war von Anfang an so mega begeistert. Power ohne Ende, vor allem von Anfang bis zum Schluss. Und man merkt nicht einmal, dass die Akkukapazität nachlässt, dass die Spannung nachlässt. Und das finde ich einfach mega beeindruckend. Die Frage ist doch,
Oder viele denken jetzt vielleicht, ja klar, gut, 10 Ampere-Stunden ist ordentlich, hat der ein oder andere Hersteller vielleicht auch. Doch was ist jetzt wirklich besonders an dem Akku? Und da habe ich einen aufgeschraubt und den schauen wir uns jetzt mal an. Die große Besonderheit an diesem Akku ist die sogenannte ARC-Technologie. Doch nicht nur das, denn der Akku ist bei jedem Gerät außen angebracht und durch die Außenanbringung wird einfach der Akku besser gekühlt durch Luft bzw. kann seine Wärme besser ableiten. Und Thema Wärme ist beim Akku immer das Entscheidendste, denn wenn der Akku ordentlich gefördert wird und da kommt mal ordentlich Strom raus, beziehungsweise auch später wieder beim Laden, wenn er beladen wird und kommt ordentlich Strom rein, dann erwärmen sich die Zellen und je kühler die Zellen bleiben, desto leistungsfähiger ist ein Akku. Und genau aus dem Grund hat Ego die sogenannte ARC-Technologie entwickelt und eingeführt. Und ihr seht, die ARC-Technologie ist ein Bogen. Das ist wie so eine Nierenform und dadurch wird jede Zelle einzeln und besser gekühlt und ist im Prinzip mit Luft umströmt. Ich habe hier mal einen Akku aufgemacht und das dürft ihr euch mal anschauen. Das ist nicht nur, dass jede Zelle mit Luft oder an die Umgebungsluft hinkommt, sondern jede Zelle hat hier nochmal eine Keep-Cool-Technologie umhüllt, damit einfach die Zelle die Wärme noch besser ableiten kann und in die Außenluft umgeben kann. Und das ist eigentlich das Geheimrezept und dadurch wird der ganze Akku beim Entladen gar nicht so warm. Und wenn er nicht so warm ist, dann kann er auch wieder schneller beladen werden. Und deswegen haben die auch ein Monster, ein Ladegerät, das dann eine Aktivkühlung hat. Und das Teil ballert mal so ein 10 Ampere-Stunden Akku in gerade mal 70 Minuten randvoll. Und das finde ich richtig cool. Übrigens bekommen alle Privatkunden auf die Akkus ganze 3 Jahre Garantie und auf Werkzeuge sind es sogar 5 Jahre. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal das coole Teil hier an, denn das ist das Multitool von der Firma Ego und das treibt den Rotocut an oder treibt dann den Kantenschneider an. Das Multitool-Werkzeug, das ist wirklich ein Multitool, denn Ego hat, ich weiß nicht wie viele, es sind fast schon zu viele, es sind unzählig viele Geräte, die man hier dran machen kann. Zum Beispiel einen Bürstenaufsatz, eine Gartenfräse, einfach alles, wirklich alles, ein Freischneider und. Ja, das Teil, das liegt wirklich gigantisch gut in der Hand. Und ihr könnt hier natürlich jeden x-beliebigen Akku reinmachen. Da würde ich aber ganz klar den kleinsten empfehlen, den 2,5 Ampere-Stunden, weil mit dem Akku ist das Ganze zwar immer noch gut ausbalanciert, aber man merkt halt einfach, wenn ich einen 10 Ampere-Stunden Akku reinmache, dann zieht es ordentlich nach unten. Ja, von der Verarbeitung, ich denke, da brauchen wir nicht drüber reden. Ego ist sehr hochpreisig unterwegs, keine Frage, aber man bekommt genau das, was man bezahlt. Man bekommt Qualität auf absolut höchstem Niveau. Das Ding liegt super in der Hand, super genialer Kunststoff, da ist nichts Billiges verarbeitet und alles, was wirklich ein tragfähiges Teil ist, dann aus Metall. Das Ding ist richtig, richtig gut. Auch hier, wenn ich das Ganze jetzt mal anschalte, ihr hört es vielleicht auch, eine stufenlose Drehzahl und das ist halt schon richtig cool. Zudem könnt ihr hier noch die Drehzahl in 2 verschiedene Geschwindigkeiten zusätzlich nochmal unterteilen und auch hier wieder stufenlos. Ja, das Ganze, wie gesagt, liegt gut in der Hand und da kommt jetzt per Schnellverschluss wir fangen einfach mal mit dem Kantenschneider an. Da kommt jetzt zum Beispiel ein Kantenschneider rein und das Ganze geht wirklich total fix, schnell und einfach. Das war's. Zudrehen, Sicherheitsverschluss noch zudrehen und schon kann es losgehen. Zum Kantenschneider selber. Ihr seht, er wird extrem schnell angetrieben.
Und da muss ich sagen, da war ich am Anfang, wo ich ihn bekommen habe, habe ich erstmal gedacht, wie soll denn der überhaupt Gras schneiden? Weil das Messer war, es war kein Messer, es war komplett stumpf. Das Blatt hat 2-3 Millimeter und es ist, ja, wie gesagt, es war nicht geschärft. Es ist einfach nur stumpf. Somit wird die Kante nur abgeschlagen. Ist aber auch völlig egal. Das Ding dreht mit so hoher Geschwindigkeit und hat so viel Wucht. Das Messer ist 20 cm lang und das Ding hat so viel Wucht, dass wirklich eine richtig schöne Fräskante reingefräst wird. Es wird nicht nur das Gras weggeschnitten, sondern auch richtig schön reingefräst. Ihr habt hier die Möglichkeit, das Ganze auch noch mal zu verändern von der Höhe. Und das ist so ein Führungsrad und das Führungsrad könnt ihr dementsprechend verstellen, damit ihr weiter in die Kanten reingeht, also in das Gras reingeht oder in die Erde reingeht oder auch weiter oben seid. Und hier ist dann noch eine Führungsschiene dran, damit man die Kanten richtig schön schneiden kann. Die Tiefe geht von 64 bis 100 mm. Ich persönlich habe bei mir, ich habe hier überall Bettokanten. Und da habe ich auch eine Betto-Schulter hingemacht. Und deswegen bin ich jetzt von der Schnitthöhe relativ weit oben. Es funkt ab und zu, aber da steckt das Ding locker weg. Jetzt zeige ich das Teil euch mal in Action. Und am Anfang kann ich euch jetzt schon sagen, wie bei allem halt im Leben, braucht man etwas Übung und braucht etwas Erfahrung. Und selbst jetzt passiert mir ab und zu mal noch einen kleinen Schlenkerer. Das geht relativ schnell, denn wie gesagt, ihr habt zwar hier eine Führungskante, jedoch ist bei mir, bei euch sieht es wahrscheinlich anders aus, durch meine Betonschulter kann ich das Gerät nicht immer perfekt bis runter führen, sondern wenn dann ein Beton kommt, dann zieht es das Ganze mal hoch und dann gehe ich auch manchmal her und drehe mich sogar rum, dass ich sogar vom Rasen ausschneide. Und je nachdem, weil vor allem wenn man ein Spindelmäher hat, ist ja die Rasenkante generell etwas höher wie die Betonkante und da kann es auch Sinn machen, wenn man manchmal so rüberschneidet. Wie das Teil funktioniert, im Prinzip ganz einfach, Gas geben, ansetzen, durchballern. Ihr habt es vielleicht auch gehört, ab und zu kommt er seitlich an die Kante hin. Da schlägt es auch keine Kanten ab, da braucht ihr keine Angst haben. Und ich nehme es mittlerweile auch als Führungskante, weil das Messer dreht sich mit so hoher Umdrehung, dass man sogar das Rattern als Führungskante nehmen kann. Und dann habt ihr auch wirklich einen astreinen Schnitt. Und ihr seht ja, es bleibt eigentlich nichts mehr stehen. Die Grasschnipsel, die machen wir dann nachher einfach mit einem Laubbläser weg. Ganz großer Vorteil im Vergleich zum Wolfkantenschneider. Ihr müsst euch nicht abmühen und vor allem, wenn ihr die Kanten das erste Mal schneidet, geht es wirklich total easy. So schnell und einfach geht's. Einfach durchlaufen und schon sind die Kanten geschnitten. Egal, ob ihr es 3-mal die Woche macht, so wie ich, oder vielleicht nur alle 3 Monate. Das ist absolut nicht kraftanstrengend. Und jetzt einfach nur mit dem Laubbläser das Ganze abblasen. Ich nehme jetzt einen von Makita, denn das ist meine nächste Anschaffung. Ego hat auch richtig geniale Laubbläser, die haben Power ohne Ende. Wieder eine perfekt geschnittene Rasenkante. Ich finde, der Rasen sieht gleich noch mal schöner aus. Vor allem hier sieht man mal schön den Unterschied von geschnitten zu nicht geschnitten. Und wie gesagt, mich persönlich stört es einfach und ich finde, das stört einfach die ganze Optik.
Und jetzt kommen wir zu meinem nächsten Problemchen. Die Kanten, nicht die Kanten, sondern die Ränder, die schneiden wir jetzt mit dem Rotocut. Und das Teil ist mal noch geiler, weil man kann mit diesem Teil, das schlägt nicht, sondern es schneidet. Mit dem Teil kann man natürlich auch die Vertikale schneiden, aber ich nehme es hauptsächlich für die Horizontale, denn für die Vertikale ist mir das Ding definitiv zu schade, weil das Ding, ich finde es, wie gesagt, richtig cool. Und was es genau ist, wie es funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ich baue es kurz um und dann geht's schon los. Bevor ich euch das Teil zeige, sage ich mal kurz was, denn ich glaube, euch wird es wahrscheinlich genauso gehen. Meiner Frau ging es zumindest so. Die hat mich gefragt, und was ist da jetzt der Unterschied im Vergleich zum Rasentrimmer mit dem Faden? Ganz einfach, ein Rasentrimmer, der schlägt das Gras regelrecht ab und vor allem im Sommer, dann verbrennt das Gras, die Spitzen verbrennen, die werden grau, die werden braun und es sieht einfach nicht so wirklich schön aus. Vor allem bei einer Rasenfläche, die so ein Niveau hat, wo mit dem Spindelmäher gemäht wird und wo einfach eigentlich gut aussehen soll, nahezu perfekt sein soll, da ist so ein Fadentrimmer nicht die idealste Wahl. Dann habe ich auch schon Grasscheren gekauft und bin dann auf dem Boden rumgekrabbelt und habe die Ränder hier geschnitten. Und nach 3-4 Mal Schneiden hat es nicht mehr geschnitten, sondern eher gequetscht. Und deswegen finde ich den Rotocut einfach genial. Ich habe den jetzt schon 2-3 Monate im Einsatz und der wird 3-4 Mal die Woche verwendet. Ich habe jetzt bewusst hier das Gras höher stehen lassen, damit man es auch richtig gut sieht. Ja, was sind die Problemchen? Ich sage jetzt mal so, ich kann natürlich auch noch mit dem Sichelmäher hier vorbeifahren, aber trotzdem bleibt hier immer was stehen und ich kann mit dem Spindelmäher hier zwar auch etwas drunter fahren, aber dann bleibt halt auch etwas stehen und deswegen schneide ich es immer so mit meinem Stirling ab und dann gehe ich halt danach mit dem Rotocut drüber. Nächste Thema ist zum Beispiel auch die Rutsche. Da ist auch ein Sichelmäher mal richtig bescheuert. Ich hebe es jetzt einfach mal an. Mache ich auch manchmal, dass ich meiner Frau sage, heb mal an. Dann kann ich hier durchfahren und ihr seht es auch, das Gras ist mal hier richtig hoch. Ja, und da hilft der Rotocut ungemein, weil, wie gesagt, es sind 2 gegenläufige Messer, die dann eigentlich wie ein Spindelmäher das Gras nicht abschlagen, sondern perfekt abschneiden. Und es geht mega einfach und mega gut. Vor allem kann man hier, der hat hier sozusagen eine kleine Kuppe dran, hier, und das ist auch noch frei beweglich und deswegen kann man das Teil je nach Schnitthöhe vom Rasen einfach aufsetzen. Man muss sozusagen nicht immer die Höhe beibehalten. Ich kann einfach aufsetzen und kann das Ganze hin und her bewegen. Und anhand von einem Kipp- und Neigungswinkel kann ich dann die Schnitthöhe einstellen. Finde ich total genial. Und jetzt, wie es funktioniert, zeige ich euch mal. Auch hier wieder stufenlose Drehzahlregulierung ist natürlich schon genial. So, und jetzt schauen wir uns mal die Kante an, beziehungsweise der Halm, wie es geschnitten ist. Und das ist wirklich geschnitten und nicht geschlagen. Und das finde ich echt cool. Gehen wir mal drüber. Das Ganze mache ich dann auch mit dem Laubbläser weg. Aber ihr seht, die Supina ist hier mega dicht und das Ding hat Power ohne Ende. Es zieht einfach durch. Sowas hier muss ich halt ab und zu abzupfen. Das kann er natürlich nicht. Ich kann auch ganz an den Rand. Das geht auch. Das zeige ich euch jetzt, wie sauber er komplett drumherum mäht. Natalie, trust in me. Like I'm your only brother. Like I'm your only friend in the world. We can pretend we don't exist. Picture this, and I will make it better. And you can make it better when you breathe in, out, and in. Ooh. Just
let me know. Just let me know. She knocks a So, einmal mit dem Laubbläser drüber und schon sieht es wieder richtig ordentlich aus. Und vor allem der ganze Rasen sieht jetzt wieder richtig ordentlich aus, wenn die Kanten und die Ränder geschnitten sind. Vorhin habe ich es erwähnt, man kann natürlich mit dem Rotocut auch die Vertikale schneiden, sprich die Rasenkanten. Die werden dadurch, durch das Schneiden und nicht durch das Schlagen, werden die deutlich schöner abgeschnitten. Das sieht nochmals geiler aus, aber dafür ist er mir einfach zu schade. Und warum? Das seht ihr jetzt, weil das Problem ist, ich schneide nicht nur die Kanten, also die Gräser, sondern ich fräse regelrecht in meinen Boden rein. Und da es eigentlich ein scharfes Blatt ist und kein stumpfes wie beim Kantenschneider, mache ich einfach das Blatt auf Dauer, finde ich oder glaube ich, einfach stumpf. Ihr habt es vielleicht gehört und ihr seht es auch hier, es ist überall Erde mit raus, Sand mit raus und das geht halt extrem aufs Blatt und deswegen, es sieht echt schöner aus, aber ich mache es nicht, denn der Rotocut war oder ist relativ teuer. Kommen wir zu meinem persönlichen Fazit zu dem Ego Multitool, dem Kantenschneider und dem Rotocut. Ganz ehrlich, ich bin total begeistert. Die Qualität ist 1A, absolut höchstes Niveau und ist meiner Meinung nach nicht zu toppen. Ich habe keinen einzigen Kritikpunkt, weder bei der Verarbeitung noch in der Praxis oder in der Umsetzung, egal was. Einen kleinen gibt es vielleicht, ist das Gewicht, aber ich bin bei meinem Garten auch keine halbe Stunde damit unterwegs. Es sind immer nur ein paar Minuten und dann ist es doch relativ erträglich. Die Preise ist vielleicht auch ein Thema, sollten wir noch kurz drauf eingehen. Ihr bekommt, wie gesagt, eine Top-Qualität und das kostet natürlich nicht nur 3,50 €, sondern schon etwas mehr. Das Multitool wird mit aktuell Oktober 2022 mit 270 € beaufschlagt. Da ist aber nur das Solo-Gerät. Da ist kein Akku drin und da ist kein Ladegerät dabei. Akku, Ladegerät kommt alles noch on top. Der Kantenschneider bewegt sich bei 140 €, aber ein Ersatzmesser kostet gerade mal 10 € und das finde ich schon mal wieder richtig gut. Der Rotocut, jetzt haltet euch fest, der kostet echt 300 €, finde ich schon relativ viel, aber dafür bekommt man auch ein Top-Gerät. Und das Ersatzmesser, finde ich, ist schon wieder relativ günstig mit 110 €. Aber wie gesagt, preislich natürlich höchstes Niveau, aber auch die Qualität höchstes Niveau. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Geräte extrem lange halten. Nicht ohne Grund gibt Ego 5 Jahre Garantie und somit sind sie auch selbst davon überzeugt, dass die länger halten als die 5 Jahre. Wenn Fragen sind, einfach in die Kommentare. Alle Geräte, Akkus etc. findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch auch nochmal schlau machen und beim Hersteller nachlesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne und vor allem gesunde Zeit. Bis dann. Ciao.